Heute öffnen wir ein Paket, das frisch aus dem Briefkasten kommt. Die SOG Blackpoint FS 2000. Eine Pong-Konsole der ersten Generation aus dem Jahr 1977 mit 4 Modulen, alle in Originalverpackung, zumindest laut Beschreibung. Dann schneiden wir mal auf. Der Versender hat gut verpackt. Das ist bei empfindlichen Retro-Geräten keine Selbstverständlichkeit. So. Da hängt's noch. Ja, da drehen wir mal die Schachtel um und klappen mal das weg. Und da ist der Originalkarton der Blackpoint FS 2000. Lagerspuren und Risse sind sichtbar, aber das ist nach fast 50 Jahren zu erwarten. Entscheidend ist, dass er überhaupt noch vorhanden ist. Die Verpackungsgestaltung ist typisch für die späten 1970er Jahre. Familienfotos, bunte Schrift, das Versprechen von Unterhaltung für Jung und Alt. Der Karton ist bereits ein guter Eindruck vom Inhalt. Dann sehen wir mal in die Schachtel rein. Okay, wir sehen hier, wir haben hier die Konsole, wir haben hier die Controller und wir haben hier ein Netzteil. Und drunter ist noch eine Schachtel oder zwei. Dann nehmen wir mal die Konsole mal raus. Schauen. Wir haben hier die fest verdrahteten Controller. Auf der Oberseite sind die Einstellungen für Spielgeschwindigkeit, Winkel, Schlägerlage, Netz und Aufschlag. Und auf der Rückseite haben wir noch einen Anschluss für das Netzteil. Genau, ist ganz gut erhalten. Hier haben wir den Modulschacht. Schauen wir mal von unten noch an. Typ FS 2000. Dann haben wir hier noch die Controller. Da ist sogar, steht sogar extra drauf, linker Spieler und rechter Spieler und Schießen. Das sind klassische Pedalregler mit Drehknopf. Ein Detail, das man heute kaum noch findet. Die Kabel lassen sich halt aufwickeln dann. Das originale Netzteil haben wir auch noch hier. Genau. Haben wir hier Schalter. Da weiß ich nicht genau, für was die gut sind.
Und die Controller, das sieht man hier, die bleiben in der Stellung, in der man sie hakt. Und das war's. Und dann schauen wir mal noch in das Batteriefach rein. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob da was ausgelaufen ist drin, aber eher nicht. Da passen rein, jetzt mal dicke Zellen. Ah, okay. Man sieht hier auf dem Deckel, also da ist vermutlich schon was ausgelaufen, aber der Schaden ist nicht schlimm, aber ist unabhängig davon, da ja das Netzteil vorhanden ist. Wieder zu. Und jetzt schauen wir uns mal noch den nächsten Teil an. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Module. Mal schauen, ob in der Schachtel noch was drin ist. Nein, in der Schachtel ist nichts mehr drin. Nein, man sieht hier auch, da ist anscheinend was ausgelaufen. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Originalmodule an, die mit dabei sind. Fangen wir mal mit den 10 elektronischen Fernsehspielen an. Das ist das Basispaket der SVG, das war mit dabei praktisch bei der Konsole. Und so schaut das dann innen aus. Schauen wir mal noch die Schachtel an. Gibt es jetzt nichts so Besonderes zum Sehen. Auf der Rückseite steht nichts drauf, aber man hat die eben so geöffnet. Hier ist sogar die Anleitung, Bedienungsanleitung. Alles erklärt. 10 elektronische Fernsehspiele. Und da ja die Konsole selbst keine Logik drin hat, sitzt die ganze Logik im Modul. Im Modul sitzt praktisch der Chip. Sieht aus wie so klassische, fast wie Atari VCS Module. Genau. Da sind jetzt 10 Spiele drauf. Hier. Zielschießen, Tennis, Hockey, Squash-Training, Schießtraining, Gridball, Fußball, Basketball und Basketballtraining. Packen wir hier rein. Dann schauen wir uns das nächste Spiel an. Nehmen wir das 1000-Treffer-Spiel. Das ist das seltenste Modul in dem Set. Taucht deutlich seltener auf als wie die sportorientierten Spiele. Hier sieht man noch einen Preis aufgedruckt. Hier steht 45,50. Das dürften damals Mark gewesen sein. Gut, schauen wir mal, wie das hier ausschaut. Genau, SAG. Das ist ja eine Firma aus München, die das vertrieben hat für die Firma Radufin aus Hongkong, denke ich. Wir haben hier die Bedienungsanleitung und machen wir wieder rein, ohne dass wir es kaputt machen. Das Ding hat jetzt 40 Jahre überlebt oder mehr. Das Modul ist auch wieder in einem guten Zustand. 1000 Treffer Spiel, 1000 Treffer Training, Knockout, 1000 Treffer Einzel, 1000 Treffer Superspiel, Knockout und 1000 Treffer. Genau. Dann kommen wir zum nächsten, wenn das mit dabei ist in dem Package. Das ist das Motorradrennen.
Spielkassette für das programmierbare Fernsehspiel. 4 Variationen stehen zur Auswahl: Artistenrennen, Geländefahren, Motorradrennen, Geschicklichkeitsspringen. Da ist keine Anleitung mit dabei, aber die Konsole ist hier. Genau, aber wieder in ordentlichem Zustand. Und als letztes Game haben wir noch Grand Prix. 2 Variationen: Geschicklichkeitsrennen für einen Spieler und Straßenrennen für 2 Autos mit Bedingungen wie beim Grand Prix. Schöne Rennautos auf der Verpackung und ansonsten wieder der übliche Stil. Und das zeigt halt zusammen mit dem Motorradrennen, dass die Entwickler über das klassische Pong-Schema hinaus wollten, auch wenn die Technologie darunter dieselbe blieb. Genau, dann packen wir das nochmal alles aus hier. Dann haben wir nochmal eine schöne Gesamtübersicht. Das SHG Blackpoint FS 2000 gehört zur 50X-Familie. Weit verbreitet in Europa in den späten 1970er Jahren. Trotz Modulschacht gehört zur ersten Generation. Die Module enthalten keine programmierbare Software, sondern dedizierte Hardware-Chips. Die zweite Generation beginnt dann erst mit echten Mikroprozessoren, also wo der Chip auch hier in der Konsole steckt und nicht in den Modulen. Atari VCS, Interton, solche Geräte. Das ist ein wirklich schöner Fund für meine Sammlung und bei jungs.de. Vollständig funktionsgetestet, hat jedenfalls der Verkäufer behauptet. Und eine schöne Modulauswahl, 4 Originalmodule. Es gibt nicht sehr viele. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele, ob 6 oder mehr sind. Und ordentlicher Zustand. Und demnächst folgt dann ein ausführlicher Test auf jungs.de. Schaut gerne vorbei, wenn ihr Lust habt drauf. Vielleicht mache ich nach dieser langen Pause wieder mehr Videos. Und natürlich ist der Link in der Beschreibung.